Ihr habt Lust auf ein richtig köstliches, saftiges Brot, das auch anfängerfreundlich ist? Dann habe ich hier heute ein Joghurtbrot für euch. Müsst ihr ausprobieren. Ich habe hier jetzt 500 Gramm Mehl. Ihr könnt zum Beispiel 630er Dinkel nehmen, 405er oder 550er Weizenmehl. Gebt Salz hinzu und die selbst hergestellte Hefe ist wirklich ein Muss. Probiert es aus, ansonsten findet ihr, wie das geht und die Alternativen oben rechts unter dem i. Dann noch ein bisschen stichfester Joghurt. Ich habe hier den 10%igen verwendet. So wie ihr Joghurt mit Hefewasser selber machen könnt, erfahrt ihr übrigens oben rechts unter dem i. Und da habe ich demnächst noch mal was Tolles für euch. Lasst euch da überraschen. So, Joghurt ist drinne, fehlt nur noch der Zuckerrübensirup. Da könnt ihr alternativ normalen Zucker, Honig oder einen anderen Sirup verwenden. Wenn ihr zum Beispiel keinen Zucker mögt oder dürft, lasst ihr diese Zutat einfach weg. Apropos Zutat, das ganze Rezept steht unten in der Beschreibung nochmal drinne, damit ihr wisst, wie die Mengenangaben und die Temperatur beim Backen ist. Und zum Schluss habe ich natürlich auch nochmal das Rezept drinne mit einer Beschreibung, wo ihr euch dann einen Screenshot machen könnt. Das Ganze lasse ich jetzt in meiner Küchenmaschine kneten. Bei Weizenmehl circa 10 bis 15 Minuten, habt ihr Dinkelmehl einfach nur 5 bis 7. Die Profis unter euch könnten hier jetzt noch 50 Milliliter Wasser hinzugeben, dann beim Aufgehen einfach Stretch und Fold machen. Wenn ihr jetzt neu hier seid, vergesst gerade, was ich gesagt habe, ignoriert das einfach. Das ist jetzt einfach für die Fortgeschrittenen. Und wer dann das Mehl gegen Vollkornmehl austauscht, da bitte noch ein bisschen Flüssigkeit hinzugeben. Egal, ob ihr nur einen Teil austauscht oder ganz, so dass der Teig diese Konsistenz hat. Ich gebe das jetzt hier in meine Glasform, decke das zu und lasse es bei Zimmertemperatur aufgehen, bis es sich verdoppelt hat. Die natürliche Hefe ist ein Naturprodukt. Daher kann das sein, dass das so circa 8 bis 10 Stunden dauert. Das heißt, morgens vor der Arbeit eben kurz den Teig kneten und abends nach Feierabend schnell in den Ofen damit. Ist ein super einfaches Rezept und es lohnt sich wirklich. So sieht das Ganze aus und ich habe jetzt hier schon meine Backmatte für den Topf bereitgestellt. Bemehle ein wenig die Arbeitsfläche, gebe hier diesen festeren Teig drauf. Wie gesagt, Anfänger geeignet, daher so ein fester Teig. Wenn ihr das gerne ein bisschen mit Stretch und Fold machen möchtet, dann, wie gesagt, 25 bis 50 Milliliter Flüssigkeit noch hinzugeben. So, ich mache es jetzt so, dass das Ende, was jetzt gerade unten ist, nochmal im Mehl gewälzt wird. Denn das kommt später nach oben und soll dann natürlich aufplatzen. Das finde ich immer ganz schön. Ihr könnt es natürlich auch selber aufschneiden, aber diese Variante finde ich immer ganz gut. Nehme hier noch ein bisschen von dem Mehl drüber streuen, glatt streichen und lasse das Ganze jetzt noch 30 bis 60 Minuten ruhen. Bis dahin ist dieser Topf im Backofen gewesen und ist bei 250 Grad ordentlich vorgeheizt worden. Jetzt kann ich das Brot hier hineingeben mit der Matte. Schön vorsichtig sein. Habt ihr keine Silikonmatte, könnt ihr natürlich auch Backpapier verwenden. Da kann ich sehr empfehlen, das vorher einmal so klein zu machen und zu zerknüllen, gegebenenfalls auch nochmal mit Wasser, denn das ist einfacher. Das Brot geht jetzt mit Deckel wieder in den Backofen. Circa 30 Minuten, dann ist es schon schön aufgegangen. Und dann geht es nochmal ohne Deckel in den Backofen, damit es nochmal Farbe bekommt. Und dann solltet ihr wirklich die Temperatur nachmessen. Das sieht jetzt schon gut aus, aber ihr könnt sehen, das hatte nur über 70 Grad, das ist noch nicht heiß genug. Es sollte mindestens 90 Grad heiß sein in der Kerntemperatur. Und da lohnt sich wirklich, dieses Equipment zu besorgen. Alles, was ich benutze und empfehlen kann, findet ihr auch nochmal unten in dem Video die Beschreibung einmal verlinkt. Ja, 80 Grad, schon besser, noch nicht gut genug, also doch nochmal ab in den Ofen. So, und jetzt? Das sieht schon lecker aus, oder? Guck mal, und das war so einfach. Wirklich wenige Zutaten zusammenmischen und so ein leckeres Brot. Gerade bei Anfängern kann ich empfehlen, immer so ein Brot im Topf zu machen. Das ist gelingsicher, weil die Feuchtigkeit am Anfang durch den Deckel drinne bleibt und dadurch ihr ein richtig tolles Ergebnis habt. Und
Ja, locker über 90 Grad, das sieht gut aus. Dann lasst es auf dem Gitter abkühlen. Und dann der Anschnitt. Schaut euch das an. Das hat eine ganz weiche Porung. Und wenn ihr dieses Video jetzt schon sehen könnt, dann vielen Dank für eure Unterstützung. Dann seid ihr nämlich Mitglied und habt das jetzt nochmal exklusiv vorab sehen können. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich riesig darüber. Und als Dankeschön vorab dieses Video. Guckt mal. Ganz lecker, fluffig, leicht. Das ist zum Reinsetzen, ehrlich. Garantiere ich euch. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Genießt es, lasst es euch schmecken. Und ich habe jetzt hier noch ein paar weitere Rezepte für euch. Habt viel Spaß auch hier beim Anschauen. Ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.